Hallo, mein Name ist Hevi Schorsch. Ich bin 28 Jahre alt und ich habe mich entschieden, vor 2 Jahren nach Kurdistan zurückzukehren, meine Heimat, um für den Hochschulministerium zu arbeiten. Dies dauerte auch circa einige Monate. Dann hat die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr in Kurdistan in Erbil mit mir Kontakt aufgenommen. Und sie bräuchten händeringend Übersetzer und interkulturelle Berater bezüglich ihrer Arbeit, damit sie ein Fundament aufbauen können, auch in Kurdistan, weil sie relativ neu auch dort waren. Dies führte dazu, dass ich immer mehr in ihre Arbeit involviert habe und immer wieder Hilfestellung leisten konnte. Ich habe mit ihnen vor allem sehr viel Networking gemacht und sie dazu gebracht, um ein besseren Verständnis zu haben für die politische Situation in Kurdistan vor Ort und vor allem bezüglich dem Krieg gegen die IS. Das war natürlich für mich eine unglaubliche Ehre, weil ich fühlte mich in diesem Moment als die Brücke zwischen Deutschland und Kurdistan, zumal beide natürlich meine Heimatländer sind. Und ja, am 24. März 2015 eröffnete das KTCC, Kurdistan Training Coordination Center. Ein Team aus 6 Nationen unterstützten die Peschmerga im Kampf gegen den IS. Das war natürlich ein historisches Ereignis, ein wundervolles Ereignis, ein Wendepunkt im Krieg gegen den IS. Ähm, 6 verschiedene Nationen, die Coalition Forces, haben unsere Peschmerga trainiert, über jeweils 4 Wochen lang, um noch erfolgreicher gegen den IS zu kämpfen. Es ist, in diesem Moment fühlt man sich natürlich unendlich stolz als Kurdin und auch natürlich als Deutsche, zumal das erste Mal in der kurdischen Geschichte die Kurden nicht alleine dastanden. Wie wir immer so schön sagten, we are fighting on behalf of humanity. In diesem Moment trat das nicht mehr zu, weil die Welt uns gesehen hat und uns bemerkt hat und so viele Länder in Kurdistan, in Erbil waren, um unsere Peschmerga zu trainieren. Es ist natürlich das erste Mal, dass wir sozusagen nicht die alleingelassene Nation waren, sondern ein Volk waren, es stolz darauf sein konnte, auf die Kämpfe, die wir hatten und auch auf die neuen Partner, die sich auf einmal herausgebildet haben. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass wir eines Tages sagen können, dass Deutschland so viel Unterstützung für Kurdistan bringen kann und so unendlich viel entbehren kann für Kurdistan. Und darauf bin ich natürlich als Deutschkurdin unendlich stolz. Es ist meine Heimat und in diesem Moment dabei zu sein, die Ehre zu haben, solch eine wundervolle Atmosphäre mit genießen zu können. Und es war so, alles war eigentlich sehr, sehr emotional, zumal wir natürlich immer das Gefühl hatten, unsere Shaheeds, unsere gefallenen Soldaten werden nicht genug gewürdigt. Die internationale Community sieht nicht, was wir entbehren und dass wir leiden und dass wir tatsächlich on behalf of humanity kämpfen. Und der Kommandeur des KTCCs hat eine wundervolle Rede gehalten an dem Tag, wo auch der Minister also Verteidigungsminister da war, wo die jeweiligen Kommandeur vom Ministry of Peshmerga da waren. Und in seiner Rede hat er am Ende nochmal zum Schluss gesagt, may all your shaheeds never be forgotten. Und das war natürlich das ist definitiv eins der emotionalsten Momente meines Lebens gewesen, weil ich in diesem Moment begriffen habe, dass Deutschland unter anderem, dass sehr viele Länder mittlerweile begriffen haben und unser Leid nachempfinden können und auch nachempfinden können, dass wir sehr viel Verluste hatten innerhalb der letzten Monate und dass das für uns sehr natürlich plötzlich war dieser Krieg, dass wir in einem Krieg hineingezogen wurden, womit wir eigentlich nichts zu tun hatten. Und am Ende seiner Rede hat er nochmal lautstark äh, gerufen, Biji Peshmerga. Und das ist natürlich hochstark applaudiert worden. Und das ist ähm, einfach, man traut auch natürlich Deutschland auch
nicht so viel Fingerspitzengefühl zu in diesem Moment. Und dieser Oberst Jochen Schneider hat tatsächlich alle Erwartungen erfüllt und noch viel, viel mehr darüber hinaus. Und die Medien waren vollkommen begeistert. Und Wochen danach waren noch die Medien tatsächlich, die Zeitungen überfüllt davon, was der deutsche Kommandeur, was der deutsche Oberst gesagt hat und dass er über die Shahids gesprochen hat, dass er am Ende seiner Rede Bji Peschmerga gesagt hat. Und ja, ich kann nur noch mal wiederholen, es war eine wundervolle Atmosphäre, es war ein wunderschöner Tag, es war ein Wendepunkt im Krieg gegen den IS und ein durchaus eins der wichtigsten kurdischen Ereignisse.